Heute fürchten sich einige Bürger vor einer neuen Plage. Im August 2006 hat T-Mobile die Handysender aufgerüstet. Seitdem häufen sich beim Umweltbeauftragten Andreas Eitzenberger Beschwerden und Unterschriftenlisten. Zum Beispiel die von Margarete Klieber. Die Sekretärin im evangelischen Pfarramt leidet unter Herzrasen, Schlaflosigkeit und Kreislaufbeschwerden. Und der evangelische Pfarrer ist schon seit längerem ausgezogen. Susanne Sommer sieht man seit Oktober nur noch in ihrem Strahlenschutzanzug im Ort. Sonst, sagt sie, könne sie nicht überleben. Ihre Wohnung hat sie längst verlassen. Sie lebt in einem Wohnmobil im Wald. Und die Familie Müller wohnt direkt neben dem Sendemast. Die Müllers versuchen sich in ihrer Wohnung mit Abschirmgardinen aus Silberfäden zu schützen. Sind das alles nur Spinner? Oder machen uns Sendemasten wirklich krank? Ursachenforschung. Bürgerforum live aus Oberammergau. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Oberammergau. Bürgerforum live. Wir senden heute aus dem Ammergauer Haus und Sie können uns per Fax und per E-Mail wie gewohnt auch erreichen und Ihre Meinung zur Sendung sagen, während der laufenden Sendung. Also, wir haben es gehört, meine Damen und Herren, es gibt hier wirklich eine eine Leidensgeschichte von einigen Bürgerinnen und Bürgern und deswegen würde ich sagen, 45 Minuten haben wir Zeit, gleich rein in die Diskussion. Wer möchte sich zuerst zu Wort melden? Hier vorne. Wer möchte anfangen von Ihnen? Die Dame, der Herr? Wer möchte? Bitte. Also Sie können schon sitzen bleiben. Also ich bin dieser Pfarrer, der seit einiger Zeit nicht mehr in dem Haus da wohnt, was wir gerade gesehen haben. Meine neue Adresse kann ich nur mit Wald angeben. Da hat es also jetzt noch keine Einteilung gegeben, Wald 1 oder 10. Das werden wir schon noch hinkriegen. Warum ich in meinem Pfarrhaus im Moment nicht mehr sein kann, das hat damit zu tun, dass mit Rückkehr aus einem Urlaub, in dem ich mich vollkommen gesund gefühlt habe und auch gesund war, körperlich, physisch, in jeder Hinsicht, psychisch gesund, ein Drama mit meinem Körper begann, das ich also mir vorher nie hätte vorstellen können. Ich habe monatelang eigentlich im Herbst vergangenen Jahres nicht mehr eine Nacht wirklich geschlafen. Die Versuche zum Schlaf zu kommen waren also dergestalt, dass wenn ich mich im Pfarrhaus halt hingelegt habe, dann war vielleicht eine halbe Stunde Schlaf möglich und dann hat auch mein Körper auf einmal zu zittern und vibrieren angefangen, er wurde immer heißer. Es kam mir vor, als würde elektrischer Strom durch meinen Körper laufen, von Zehenspitzen bis zum Kopf. Ich habe geschwitzt wie bei der schlimmsten Grippe nicht. Können Sie jetzt an irgendeiner Stelle im Pfarrhaus überhaupt noch schlafen oder ist es überall? Also weder im Pfarrhaus noch sonst wo, irgendwo im Bereich unserer Kirchengemeinde. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe die Orgel ausprobiert, ich habe den Keller ausprobiert, ich habe den Gemeindesaal ausprobiert, ich habe also wirklich den Heizungskeller im Pfarrhaus ausprobiert. Es gibt also auch wenn man den Dachboden nimmt, wo man meint, der könnte einigermaßen ruhig und still sein? Der Dachboden ist ganz schlimm, also da ist es fast der unangenehmste Ort. Also es gibt definitiv da keinen Ort, wo das heißt, Leben für Sie im Moment in Oberammergau eigentlich nicht möglich? In Oberammergau auch sehr schwierig, aber im Bereich meines Pfarrhauses definitiv unmöglich. Die Dame neben Ihnen hatte sich auch noch gemeldet? Ja, ich bin Klieber Margarete. Ich sitze seit 7 Jahren in einem Büro in der Theaterstraße 5 und bin den Masten ausgesetzt und habe seit 2000 zunehmend Krankheitsbilder. Ich Zystenwachstum, habe angeblich psychosomatische Schmerzen, bin auf Kur geschickt worden, war okay, 3 Tage wieder zu Hause, ist dasselbe Drama wieder. Nach Urlaub jetzt 2006 komme ich zurück und schlafe nicht mehr und habe Probleme in der Arbeit, kann mich nicht mehr konzentrieren, werde heiß, habe keine Stimme, eine halbe Stunde in meinem Büro und ich habe keine Stimme mehr. Jetzt haben wir es gerade beim Herrn Pfarrer gehört, auch bei Ihnen überall im gesamten Stadtgebiet oder gibt es irgendwelche Flecken, die in Anführungszeichen weniger belastet sind? In meinem Wohnbereich war es bis vor kurzem noch so, dass ich noch einigermaßen schlafen konnte. Es geht 3 Stunden maximal, aber ich kann mich auch in meiner Küche und in meinem Wohnzimmer nicht mehr aufhalten. Nur noch der hintere Bereich ist noch möglich zum Leben. Alles andere ist für mich nicht zum Aushalten mehr. Gut, herzlichen Dank. Hören wir noch eine dritte Betroffene. Die Dame haben wir vorhin auch in unserem kurzen Zuspieler schon gesehen. Bei Ihnen, denke ich, ist es ähnlich. Ja, ich gehöre zu den Menschen, die bereits seit Jahren unter der Hochfrequenzstrahlung des Mobilfunks leiden und auch mit massiven Symptomen reagieren. Bei mir ist besonders problematisch, dass mein Kalziumspiegel bis zur Tetanie absinkt. Das heißt, die Muskeln fangen an zu krampfen und dann brauche ich sofort ärztliche Hilfe. Was ich hier nun trage, das ist ein Strahlenschutzanzug, das ist die Berufskleidung der Mobilfunktechniker, wenn sie an den Antennen arbeiten. Ja.
Dieses technische Hilfsmittel hatte mir bisher ein Stück meiner Lebensqualität zurückgegeben. Ich konnte wieder ohne Probleme einkaufen gehen und auch Behördengänge wurden nicht mehr zu einem unberechenbaren Risiko. Das heißt aber, ohne diesen Anzug können Sie nicht aus dem Haus gehen? Nein, ohne Anzug kann ich nicht aus dem Haus Sie gehen. sagen, er hat Ihnen ein Stück Ihrer Lebensenergie zurückgegeben. Qualität, ist es jetzt schlimmer Mobilität. geworden? Ja, seit Herbst 2006 geriet ich wieder in eine neue Leidensphase. Ich bekam Symptome, die ich vorher noch nie hatte, zum Beispiel Druck in den Ohren bis zur Schmerzgrenze, Augenentzündungen und auch wieder Probleme mit dem Calcium. Und das Problem ist, dass die Mobilfunksendeanlagen im August umgerüstet wurden und dass die physikalische Eigenschaften dieser Strahlung sich so verändert hat, dass selbst geringste Strahlungsintensitäten massive physiologische Auswirkungen haben. Gut, wir können vielleicht nachher nochmal weitersprechen. Jetzt würde ich auch gerne mal ganz kurz rübergehen zum Herrn Bürgermeister. Nur um das nochmal abzurunden nach unten, die Schilderungen von den Betroffenen, die wir gerade gehört haben. Das heißt, der Knackpunkt war für Sie und natürlich auch für die Verwaltung, war der August 2006. Genau, wir haben also seit 1999 auf einem gemeindlichen Gebäude einen Masten von T-Mobile und im August des letzten Jahres wurde umgerüstet und seitdem erfahren wir immer mehr Beschwerden, auch bei unseren Ärzten, die können das bestätigen. Der Empfang wurde deutlich besser seitdem und seitdem leiden aber auch mehr Menschen unter diesen Symptomen. Was machen Sie als Bürgermeister, also was können Sie überhaupt machen? Das ist unser Problem. Wir nehmen die Beschwerden und die Bedenken sehr ernst von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, aber uns sind die Hände gebunden. Wir haben keinen Einfluss auf die Grenzwerte, wir haben keinen Einfluss letztlich auf die Standorte der Masten, in dem Fall natürlich, weil eben seit 7 Jahren bei uns einer auf dem Gebäude steht. Aber alles andere wird also von oben runter bestimmt also die Strahlenschutzkommission, die Bundesregierung und die Bauordnung. Wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger in ihrem Kampf unterstützen, wieder lebenswert hier zu wohnen. Ich möchte aber gleich dazu sagen, es ist mit Sicherheit kein Oberammergauer Problem, es ist ein bundesweites Problem und seitdem das in den Medien stand von Oberammergau, bekommen wir Zuschriften und Anrufe aus dem Herr ganzen Bürgermeister, eine Frage noch, um das Ganze nochmal vielleicht abzurunden, auch wiederum nach hinten. Wie viele prozentual, würden Sie sagen, von Ihren Bürgerinnen und Bürgern sind betroffen? Also wir haben etwa an die 100 bis 120 Unterschriften von Leuten, die sich betroffen fühlen. Also 2%, 3%, so Genau, circa über den Daumen gepeilt, mal mehr, mal weniger, je Wobei nachdem. ich überzeugt bin, dass es also schon noch eine größere Quote gibt, die ihre Beschwerden vielleicht auch nicht darauf zurückführen. Gut, herzlichen Dank, hat auch mal einen Applaus verdient für die ersten Redner. Und meine Damen und Herren, wir haben auch schon die ersten Mails und die ersten Faxe bekommen. Hier schreibt zum Beispiel Margareta Scholz aus Langensendelbach in der Nürnberger Straße: Ich bin keineswegs ein Gegner vom Mobilfunk, aber man sollte doch noch mal über die Grenzwerte nachdenken, beziehungsweise warum kann man die Sendemasten nicht einfach aus den Wohngebieten entfernen? Außerdem hier auch schreibt Claudia und Lothar Warmt aus Kaufbeuren, Hirschzell: Mobilfunk soll nicht verhindert werden, aber die Strahlenbelastung muss verändert werden. Intelligente Standortplanung, also sicher 2 Punkte, über die wir nachher auch noch mal sprechen können und müssen. T-Mobile ist natürlich auch da. Freut mich, dass Sie heute es gewagt haben, in die Höhle des Löwen, um es mal so auszudrücken. Reden wir noch mal über den August 2006. Was hat sich da technisch an diesem Sendemasten verändert? Also grundsätzlich möchte ich mal sagen, was wir hier in Oberammergau machen, um das einzuordnen, ist ja auch schon erwähnt worden. Wir betreiben hier 2 GSM-Mobilfunksender im Ort. Und das tun wir schon seit langer Zeit. Diese Anlagen laufen nach dem weltweit etablierten GSM-Standard. Über diesen Standard telefonieren mittlerweile auch rund 2 Milliarden Menschen. Und wir haben im August 2006 diese Anlage erneuert. Wir haben unsere Technik getauscht. Wir haben die alte Technik mittlerweile seit 10 Jahren in Betrieb. Und der Systemhersteller stellt diese Technik nicht mehr her. Der hat die Herstellung eingestellt. Und damit bekommen wir auch keinen Support. Deswegen ist es nötig gewesen, die Computer zu tauschen. Was kann mein Handy jetzt mehr mit diesem neuen Standard? Ihr Handy konnte bisher ganz normal telefonieren, konnte bisher auch Daten übertragen und kann das jetzt alles etwas besser. Ist ja auch schon gesagt worden, der Empfang ist besser und Sie können jetzt auch Daten schneller übertragen, als das zuvor der Fall war. Ich möchte aber an der Stelle auch sagen, wir haben dabei weder die Sendefrequenzen noch die Sendeleistungen verändert. Das heißt, Sie können sich nicht erklären, woher die Probleme kommen bei einigen Bürgerinnen und Bürgern hier. Also für mich ist es als Betreiber einfach wichtig, dass die Technologie, die wir betreiben, eine sichere Technik ist. Gut.
Wir kommen bestimmt. Ja, und lassen mich das noch sagen. Bitte. Ich würde da gerne ausreden, und da ist es für uns maßgeblich, dass wir uns einfach auf die anerkannte Wissenschaft verlassen und uns auf Expertengremien abstützen. Dazu gehört unter anderem die WHO, und die scannt alle Untersuchungen und stellt fest, wie die Relevanz dieser Untersuchungen ist. Für uns ist daraus, und das ist einhellige Meinung der breiten Wissenschaft, dass diese Technologie sicher ist und nicht krank macht. Ich habe gehört, wir werden uns vielleicht noch mal über den Punkt unterhalten müssen, aber herzlichen Dank dafür. Wir lassen auch schön brav hier alle ausreden. Da war die nächste Wortmeldung, bitte. Mein Name ist Christel Freier, ich bin hier im Gemeinderat. Also ich fühle mich und unsere Bürgerinnen und Bürger nicht ernst genommen von der Telekom. Ich war auch in einigen Gesprächen am Rathaus oben. Wir müssen eigentlich diesen Elektrosensiblen dankbar sein. Das sollen 5 oder 10% der Bevölkerung sein, weil die eine Art Frühwarnsystem womöglich für uns alle sind. Und wenn die Telekom ihre Verantwortung ernst nehmen würde, dann würde sie auf diese Leute zugehen und sagen, okay, wir veranlassen mit eurer Einwilligung eine Untersuchung und dann an anderen Orten vielleicht eine Untersuchung. Das macht die Telekom nicht. Sie macht die Leute eher lächerlich oder tritt ganz geringschätzig oben im Rathaus auf. So habe ich das empfunden. Eine Frage, was wäre der Idealzustand, der für Sie dann wieder den Frieden im Ort wiederherstellen würde? Also momentan würde ich erwarten, dass die Telekom zumindest auf diesen Stand vorm August zurückgeht. Und ich würde auch erwarten, dass endlich mal Untersuchungen gemacht werden, wie diese Strahlen auf biologische Systeme wirken. Weil unser Gehirn funktioniert mit elektrischen Strömen. Das ist absolut überfällig. Okay, herzlichen Aber Dank. da ist natürlich die Politik und zum Beispiel Gesundheitsamt auch sehr gefordert. Auch die Politik, Gesundheitsamt werden wir heute noch hören. Dankeschön. Auch die Telekom kommt noch mal dran, T-Mobile. Ich möchte noch mal ganz kurz die beiden Allgemeinärzte, die beiden Ärzte vor Ort mal schnell ins Boot holen. Mit welchen Problemen, mit welchen Symptomen kommen die Menschen zu Ihnen? Weil Sie sind der erste Ansprechpartner, ganz klar. Wenn es mir nicht gut geht, gehe zu meinem Hausarzt. Genau, ich bin Allgemeinarzt in Oberammergau und ich habe schon feststellen müssen, dass seit August, September, Oktober vermehrt Patienten mit unspezifischen Beschwerden, teils Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Gelenkbeschwerden, Verdauungsschwierigkeiten, aber auch mit Blutdruckentgleisungen und sonstigen Problemen bei mir aufgekreuzt sind, die natürlich bei mir schulmedizinisch erst einmal abgeklärt werden, ob man eine organische Ursache findet, ja oder nein. Wenn ich selber nichts finde, bin ich so frei, überweise an einen Facharzt weiter, der weitergehende Untersuchungen findet oder stattfinden lässt, wenn natürlich dann kein organischer Befund erhoben werden kann. Die Patienten sich schlecht fühlen und ich dann die Erfahrung mache, wenn die in bestimmten räumlicher Umgebung die Beschwerden stärker sind und sie, wie wir vorhin schon gehört haben, in den Wald gehen, ihre Beschwerden innerhalb von einer halben Stunde verlieren. Waren das Patienten, die Sie kannten aus Ihrer Vergangenheit, wo Sie sagten, das ist eigentlich ein bumpergesunder Mensch, Frau, Selbstverständlich, völlig unauffällig. Ja. Der Kollege ist, glaube ich, auch da. Wie war es bei Ihnen? Ähnlich, wie der Herr Kollege gesagt hat? Also ich bin niedergelassener Orthopäde, habe vielleicht nicht so das ganz gleiche Patientenklientel, aber im Prinzip habe ich genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Signifikant seit dem August des vergangenen Jahres. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz auf das eingehen, was von dem Vertreter von der T-Mobile gekommen ist. Wir wissen, dass bei der hochfrequenten Strahlung, wenn Sie eine niederfrequente Modulierung draufsetzen, sehr wohl physikalische Auswirkungen auf biologische Systeme gegeben sind. Dieses ist auch festgeschrieben im Bundesanzeiger Nummer 43 vom 3.3.1992. Strahlenschutzkommission im Band 24, hier steht drin, wenn eine HF-Strahlung mit einer anderen Frequenz Amplituden moduliert ist, treten Feldwirkungen auf, die bei unmodulierter Strahlung nicht existieren. Und das heißt dann, um das ein bisschen abzukürzen, weil man, glaube ich, auch dann unter Umständen, wenn man nicht so im Thema drin ist, auch da das Verständnis fehlt. Das heißt, diese Strahlen merke ich dann in meinem Bewegungsapparat, Sie sind Orthopäde? Nein, die merken Sie zunächst mal nicht im Bewegungsapparat, sondern die merken Sie in ganz allgemeinen körperlichen Befindlichkeiten. Es gibt hier an der einzelnen Zelle eine biologische Auswirkung. Das heißt, die Funktion an der Zellmembran wird verändert. Es gibt veränderten Ionenaustausch, das heißt, es strömt vermehrt was aus, was den
Stoffwechsel der Zelle in ihrem Betrieb beeinträchtigt. Okay, also Beeinträchtigung, das nehme ich auf jeden Fall mit, auch wenn es natürlich relativ kompliziert ist. Der Herr da hinten hat sich gemeldet, nächste Wortmeldung kommt von hier. Mein Name ist Manfred Müller, ich bin auch Betroffener, wohne also seit 7 Jahren neben dem kleinen Theater. Wir hatten am Anfang, ein halbes Jahr später, auch Probleme, die wir aber durch Abschirmung unserer Wohnung lösen konnten. Erst jetzt seit Umrüstung haben wir so massiv Probleme, zum Beispiel der angesprochene Bluthochdruck, plus Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche, bei meiner Frau auch Muskelschmerzen. Alle diese Dinge tauchen jetzt auf. Und das, was sich verändert hat, kann ich jetzt im Moment um 20:30 Uhr auch messen? Wenn Sie jetzt meinen Blutdruck messen würden, hier ist die Belastung ziemlich stark drin, würde der wahrscheinlich sehr hoch sein. Und wenn Sie Ihr Messgerät anmachen, dann schlägt das aus, oder? Mein Messgerät, wenn Sie es so wollen, das ist also jetzt die Frequenz plus Puls. Ja. Und hatten Sie vorher, vor dem August 2006, ähnliche Probleme oder sagen Sie, da hat es sich dann erst nach oben potenziert? Nun gut, wir hatten schon vorher, habe ich ja gesagt, vor einem halbes Jahr später, nach Aufstellung der Antenne Probleme, die aber lange nicht so massiv waren. Nur eines muss ich dazu sagen, mein Hund, der hat damals viel, viel stärker reagiert, möglicherweise, weil die Wohnung noch nicht abgeschirmt war. Dieses Mal reagiert er kaum. Jetzt mittlerweile durch die Abschirmung geht es einigermaßen. Richtig. Gut, also reden wir nochmal über die Messungen. Jetzt haben wir es gerade gehört. Nächste Wortmeldung dort. Ja, was wird jetzt gemessen? Wer misst? Was kann man messen? Was kann man feststellen? Wir haben gleich am 21. November nach den ersten Klagen ernst genommen, die Klagen, und haben gemessen, und zwar im Freien, ich betone im Freien. 5% des Grenzwertes waren die Werte höchstens. Wir haben dann mit einem Personendosimeter einen Messpfad abgegangen und konnten diese Werte bestätigen. Wir haben weiter den E-Smog-Spion etwas untersucht und festgestellt, dass er so eine ähnliche Funktion wie ein Radio hat. Und am Schluss haben wir im Kellern festgestellt, wie die Reichweite des veränderten Signals ist. Unsere zusammengefasste Ergebnisse sind, dass in Oberammergau keine typisch andere Situation in der Befältung ist als sonst 100-mal anderswo. Das heißt, wenn Sie vorher gemessen hätten, vor dem August 2006, wäre die Messung nicht wesentlich anders ausgefallen? Richtig. Die wesentlichen bestimmenden Größen, nämlich die Frequenz und die Feldstärke, sind im Wesentlichen unverändert. Das heißt, auf die kommt es an. In der gesamten Grenzwertfestsetzung weltweit kommt es auf die beiden Größen an. Das heißt, wenn Sie nur von den Messungen ausgehen, können Sie sich die Reaktionen in Ihren Augen nicht erklären von den Patienten oder von den Bürgerinnen und Bürgern? Es tut uns leid, dass diese Beschwerden auftreten, aber wir haben Probleme, das zu erklären. Ja. Herr Bernhard, Sie sitzen gerade nebenan. Heißt es für die Politik, heißt es unterm Strich, wenn keine Messungen da sind, wenn die Messungen nicht das ergeben, was die Grenzwerte aussagen, also die Grenzwerte werden nicht überschritten, dann muss sie auch nichts machen? Doch, und das machen wir ja auch. Ne? Wir haben ja auch angeregt, was vorher schon von dem Arzt gesagt worden ist, dass wir das aufnehmen, was hier an Feststellungen ist, ärztlicherseits, und versuchen, das auch weiterzugeben. Ich rege auch an, weitere Untersuchungen machen zu lassen, denn klar ist, die Symptome gibt es. Darüber klagen die Patienten. Und die Frage ist, was sind die Ursachen? Und es ist so, dass sämtliche wissenschaftlichen Untersuchungen bisher, und wir können uns ja als Politiker nur daran halten letztendlich, sämtliche solche Untersuchungen ergeben, dass kein Zusammenhang gefunden wird zwischen den Beschwerden, die da sind, und den Mobilfunkstationen. Das heißt nicht, dass wir nicht alles tun, Studien in Auftrag geben. Es läuft ja ein Bundesforschungsprogramm, wo 50 Studien in Auftrag gegeben sind, wo man im Übrigen auch Fälle, wie sie hier in Oberammergau jetzt auftreten, untersucht. Insofern ist jetzt auch keine neue Untersuchung notwendig. Das läuft, dieses Programm wird 2008 beendet werden, und dann wird man sehen, ob es neue Erkenntnisse gibt. Das heißt, im Moment sagen Sie, sind die Grenzwerte in Ordnung. Das sind die weltweit oder europaweit gültigen Grenzwerte, und wenn die eingehalten werden, dann ist auch alles in Ordnung. Ja, wir können nur von den wissenschaftlichen Untersuchungen ausgehen, die dieses sagen. Da habe ich Kopfschütteln gesehen und Handzeichen da hinten, hier in der Ecke. Grüß Gott, bitteschön. Ja, bitte. Ja, mein Name ist Kees. Ich habe vielleicht doch eine kleine anschließende Bemerkung noch zu machen. Die Sendeleistung ist nicht erhöht worden, die Frequenz ist nicht geändert worden. Das ist völlig richtig, haben wir auch gemessen, durch Messungen bestätigt gefunden.
Was sich aber nun vielleicht doch verändert hat, das ist die Belastung insgesamt. Es ist ja nicht nur die Sendeleistung, die dafür interessant ist, sondern die Belastung kann sich ja auch dadurch ändern, dass man, ich nehme mal das Beispiel vielleicht vom Wasser. Sie nehmen einen Fluss, der ist 10 Meter breit, hat einen bestimmten Pegel. Sie verbreitern den Fluss um das 5-fache, verändern aber nicht den Pegel und sagen, der Pegelstand ist konstant geblieben, da kann überhaupt nichts passieren, da kann niemand ertrinken. Die Wucht, die der Fluss hat, die Macht, die hat sich doch ganz merklich vergrößert durch die größere Breite. Und so ähnlich sehe ich hier dieses Problem auch. Auch wenn es für die Grenzwertbestimmung vielleicht nicht relevant ist, dann ist es doch für die Belastung der Bevölkerung relevant. Heißt es, verstehe ich das richtig, neue Technik ist neue Belastung, mehr Belastung? Ganz richtig. Ja. Der Herr neben Ihnen hatte sich gemeldet. Kann ich das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen. Was hier besonders stört, ist eine Taktung, ein Schlagen, etwa 8 Mal in der Sekunde. Und dazu muss man wissen, dass im Gehirn bestimmte Ströme genau in diesem Bereich liegen. Und diese Ströme haben speziell in gewissen Schlafphasen eine Bedeutung. Das heißt also, dass wir hier direkten, unmittelbaren Einfluss auf bestimmte Gehirnfunktionen haben. Das heißt, eines der ersten Symptome könnte dann Schlaflosigkeit sein. Ist es wohl auch. Ja. Aber das hat weitere Folgen, denn das ist eine ganz bestimmte Phase im Schlaf und die hat wieder dann zur Folge, dass bestimmte Hormone nicht produziert werden, wie sie sonst normalerweise produziert werden. Das heißt, Stressverhalten, Immunabwehr, Krebsabwehr wird reduziert. Aber das ist jetzt nur einer der Wirkungsmechanismen. Es gibt andere noch. Gut. Und wenn ich vielleicht noch dazu sagen darf, es ist überhaupt nicht nötig, mit dieser enormen Sendebelastung hier zu arbeiten. Also telefonieren kann ich anders auch. Genau, und in anderen Ländern ist es so. Es ist technisch möglich. Ich sehe zwar gerne, wenn sich unsere Gäste gut vorbereiten, aber ich würde Sie bitten, den Zettel einfach wegzulegen und mir in den eigenen Worten zu erzählen, um was es Ihnen geht. Ja, ich bin weder Fachmann noch Experte der Materie Sendemasten und Mobilfunk. Ich bin nicht gegen eine zeitgemäße Fortschritt. Mir wäre es ganz recht, wenn Sie es nicht ablesen würden, sondern es mir einfach erzählen, wo Ihnen der Schuh drückt und was Sie gerne zum Thema sagen würden. Ja, da kann ich dann nur sagen, das Ganze, wenn ich eine Erklärung abgegeben habe und ich wurde dann gefragt, wenn ich den Sendemasten abschalte, wo bekomme ich dann meinen Schadenersatz her unter Umständen vom Mobilfunk, wenn das nicht hinhaut? Da ist mir im Moment die Luft weggeblieben. Da habe ich mir gesagt, da liegt also der Hund begraben. Also Sie glauben, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie glauben, die Masten werden auch deswegen nicht verändert, nicht abgeschaltet, weil sonst man Angst hat, man kriegt Schadensersatzklagen und hat als Gemeinde dann ein Problem mit dem Betreiber. Das ist richtig, ja. Spüren Sie den Sendemasten? Fühlen Sie sich geschädigt? Ich habe eine Erfahrung gemacht. Meine Ärztin konnte mir nicht helfen. Ich hatte einen eisernen Ring um die Brust und konnte das nicht erklären. Ich bin zu meiner Ärztin gegangen, die hat die Lunge untersucht, war alles in Ordnung. Und jetzt vor 2 Tagen habe ich erfahren, dass vermutlich die Frequenzen wieder runtergefahren worden sind. Und da ist mir auch klar geworden, ich spüre nichts mehr, ich habe den Ring nicht mehr rum. Ich kann raus mit meinem Hund in die Geografie. Ist wieder alles in Ordnung. Gut, herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung dort. Bitte. Ja, Wortmeldung für mich als Arzt hat das Problem eigentlich 2 Ebenen. Das eine ist die rein wissenschaftliche Ebene, nämlich die Frage, macht elektromagnetische Felder, welche Wirkungen haben die auf Menschen oder auf andere Testsysteme? Da gibt es jede Menge Untersuchungen. Als Arzt finde ich aber viel spannender im Grunde, und das interessiert Sie ja sicherlich auch viel mehr hier vor Ort, wie kommt es zu diesen Beschwerden? Sie müssen sich aber immer ein Problem vorstellen, das jeder Mediziner hat, und meine Kollegen haben das hier vor Ort sicher auch. Es handelt sich um sehr unspezifische Symptome, und da tun wir Mediziner uns immer sehr schwer, diese Symptome einer bestimmten Ursache zuzuordnen. Es ist grundsätzlich schwierig. Können Sie sich vorstellen, der hohe Blutdruck hat nicht immer eine Ursache. Häufig ist eine Ursache auch gar nicht beschreibbar. Das heißt, eine Möglichkeit auch für Sie mit den Beschwerden, die Sie haben und die sicherlich jeder Arzt, auch Ihr Hausarzt, ernst nehmen wird,
Eine Möglichkeit, die Sie haben, wäre, und davon würde ich auch Gebrauch machen, dass Sie einfach eine spezifische umweltmedizinische Ambulanz ansteuern und dort fragen, kann man denn diese Beschwerden in irgendeinen Zusammenhang bringen? Kann man wirklich alle anderen Ursachen, die meinetwegen für die Symptome verantwortlich sind, ausschließen? Und dann muss man dran denken, kann es wirklich an den elektromagnetischen Feldern liegen? Aber das heißt also, man muss dieses klassische Ausschlussprinzip nehmen. Erstmal alles ausschließen, was es sonst sein könnte. Wenn dann noch was übrig bleibt, dann könnte es unter Umständen der Mobilfunk sein. Richtig? Ja, man muss im Grunde viele andere Sachen ausschließen. Das ist gar keine Frage. Kopfschmerzen ist ein sehr häufiges Symptom. Sie müssen andere Dinge ausschließen, die ebenfalls Kopfschmerzen machen können. Jo, nächste Wortmeldung, die Dame da hinten. Zu Ihnen komme ich gleich, bitteschön. Na, erstmal die Dame rechts daneben und dann dürfen Sie auch. Ja, ich kann berichten von unserer Familie. Wir sind ein ganz spezieller Fall, wo es sich also eindeutig bewiesen hat, dass wir eine Mobilfunkschädigung hatten. Wir haben nicht in Oberammergau gelebt, sondern in Icking. Das ist ein Ort, der liegt am Isarhang und der Sender liegt dort unterhalb der Wohnhäuser. Wir hatten einen Sender, der 100 Meter von uns weg war, auf Augenhöhe. Haben aber davor zunächst keine Angst gehabt, weil wir gehört haben, noch vor 5 Jahren, dass eigentlich nur das Handy am Ohr gefährlich ist und ein Sender kann wegen der schwachen Leistung einem nichts tun. Dann wurden aber Krankheiten manifest und die fingen an mit Gelenkentzündungen, mit Tinnitus, mit verschiedenen Hauterkrankungen und Schlafstörungen. Und was haben Sie dann gemacht? Auch abgeschirmt oder weggezogen? Wir haben uns noch nicht abgeschirmt. Wir haben festgestellt, dass wir jedes Mal im Urlaub, wenn wir 3 Wochen lang weg waren, in Schweden beispielsweise, dann kamen wir nach Hause und es war wieder gesund. Mein Mann hatte vor allem sehr schweres Rheuma, kam nach Hause und nach 2 Wochen begann es wieder von Neuem und das haben wir nach 2 Jahren hintereinander festgestellt. Und jetzt im Moment leben Sie noch dort? Wir sind dort weggezogen, nachdem wir dann doch auch eine Abschirmung gemacht haben und die Abschirmung hat sich gezeigt, hat uns geholfen. Und dann war aber das Umfeld praktisch nicht mehr lebenswert, der Garten, die Terrasse, keiner will dort mehr sitzen, wenn man den Sender vor sich hat. Die Dame gleich am selben Tisch, bitte schön. Ich bin Ärztin und seit 1999 befasse ich mich aktiv mit dem Mobilfunk. Und zwar aufgrund meiner Patienten. Ich hatte schon Jahre vorher Störungen an denen bemerkt, die mir bis dahin nicht bekannt waren. Und die Patienten wussten nicht Bescheid, ich wusste nicht Bescheid und erst 1999 konnte ich dann einen Zusammenhang mit Mobilfunk- und Decktelefonen herstellen. Und ich habe mich dann oft gefragt, die ganzen Jahre, warum dringen wir Ärzte und Forscher nicht durch? Und da möchte ich auf die finanziellen Verflechtungen hinweisen. Wir fuhren recht naiv 3 Ärztinnen zum Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm, zu einem Fachgespräch nach Berlin. Und es gab da tatsächlich einen Eklat. 3 Ärztinnen dort unsere Beobachtungen mitteilten und auch bei unserer Meinung blieben, dass wir einfach den Zusammenhang sahen mit Mobilfunk. Das war das eine. Aber heißt das, wenn ich Sie da richtig verstehe, weil man kann es ja unter Umständen ein bisschen abkürzen, das heißt, alle anderen Ärzte, die sagen, ich kann keinen Zusammenhang feststellen, sind von der Industrie bezahlt? Das will ich nicht behaupten. Ich denke, manche sind einfach uninformiert. Aber man muss dazu wissen, das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm wird zur Hälfte von der Mobilfunkindustrie bezahlt. Dann gut, lassen wir das mal so stehen. Dankeschön. Wortmeldung gleich der Herr daneben. Ja, also was für mich so 2 Sachen Fakt sind, das ist das eine, die Wissenschaftsgläubigkeit, auch unsere Politik. Da werden mir die Ärzte recht geben. Ganz früher hieß es, Röntgenstrahlung ist ungefährlich, bis man gemerkt hat, es löst Krebs aus. Am Anfang, als die Allergien losgingen, hieß es, die Leute spinnen, bis man plötzlich feststellte, es löst sich eine Allergie aus. Und das, was heute mit den Menschen passiert, hier vor allen Dingen auch in Oberammergau mit Menschen, die ich kenne, das ist eine Körperverletzung. Das wäre genauso, wie wenn ich einen... Ja. Das wäre genauso, wie wenn ich einem Allergiker jeden Tag sein Allergikum unter die Nase halten würde und sage, hol da mal tief Luft. Aber im Endeffekt geht es ja wirklich nur um ein Milliardengeschäft, wo es um die paar Hanserle überhaupt nicht drauf ankommt. Gut, bleiben wir in Oberammergau. Hier haben wir noch Wortmeldungen. Also unsere Familie, wir leben hier oder lebten in Unterammergau, sagen wir der Rest der Familie, der noch verharrt. Also wir können jetzt uns nicht mehr in Unterammergau aufhalten. Wir haben gemerkt, seit August gingen die Beschwerden los. Ich bin beruflich, bin Freiberufler, bin sehr viel unterwegs. Dadurch haben wir, meine Frau habe ich öfter mal mitgenommen. Ich habe in München ein Zimmer, da sind wir ab und zu in München. Dadurch haben wir sehr schnell die Veränderungen hier gemerkt durch den Wechsel. Also das waren die ersten Symptome, sind im August, haben die angefangen. Das erste war die Katze taub. Das war das allererste, was wir festgestellt haben.
Die hört bis heute noch nichts, gar nichts hört die mehr. Das Fell wächst anders, hat sich völlig verändert. Dann, meine Frau hatte sofort Blutdruckprobleme. Ja. In der Exposition 190 bis 200 der obere Wert, dann nach München oder woanders raus Normalwerte. Das heißt, Blutdrucktabletten haben überhaupt nichts gebracht. Hätten wir die genommen, ist der Wert ganz runtergefallen. Es war also richtige Blutdruckentgleisung, haben wir wirklich Sorgen gemacht um die Gesundheit. Und ja, bitte. Machen. Was für mich ganz auffallend ist, es ist der zeitliche Zusammenhang. Die Antenne wurde aufgerüstet, man hat von außen nichts gesehen und die Leute sind krank geworden. Sind krank geworden in Oberammergau, sind krank geworden in Unterammergau, sind krank geworden in Ettal, sind krank geworden in anderen Ortschaften. Und der zeitliche Zusammenhang ist gegeben. Und das wollte ich einfach auf Ihre Ausführungen noch dazu sagen, dass das in diesen Ortschaften wirklich explizit ist. Noch und die Ärzte Nachfrage, haben nichts wenn Sie gefunden. jetzt unterwegs sind, also sprich, ist es dann in anderen Städten genauso schlimm oder ist es nur, wenn Sie sagen, ich bin zu Hause, wo ich eigentlich zu Hause wäre in Oberammergau? Also ich habe festgestellt, wir waren jetzt in Südtirol in Urlaub, da ist wohl eine ähnliche Technik drauf. Da hat bei mir auch wieder die üblichen Symptomatik begonnen, das linke Bein knickt weg, wird taub. Ich spüre dieses Flattern hier, diese Beengung und kriege diesen wahnsinnigen Ohrdruck in den Ohren. Was könnte Ihnen jetzt helfen im Moment? Ja, ich muss dazu sagen, also Mikrofon bitte. Moment, Mikrofon. Wir sind halt sehr geschädigt geworden. Wir haben lange das nicht wahrhaben wollen, dass wir uns nicht mehr im Haus aufhalten können. Sind Anfang Dezember definitiv ausgezogen, haben es dann trotzdem zwischen Weihnachten und Neujahr 2 Nächte versucht und da haben wir uns einen Kick bekommen, haben den ganzen Telefonverkehr abbekommen, der seit Silvester lief und seitdem sind wir elektrosensibel. Wir haben jetzt wirklich ein großes Problem, uns in der Gesellschaft zu bewegen. Was könnte jetzt helfen? Gar nichts? Also wenn man das einmal hat, heißt es dann, das Einzige im Moment heißt raus aus der Exposition. Also wenn wir merken, wenn wir 1-2 Stunden im Tal sind, brauchen wir 1-2 Tage zum Regenerieren. Also wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, kann ich mich nicht am Tag vorher hier in Unterammergau aufhalten. Wir haben jetzt das Problem, wir haben 2 Omas da, 75 und 67, die versorgen sich momentan selber gegenseitig. Es ist wirklich ein Albtraum, man kann sich nicht vorstellen. Gehen wir mal ganz kurz zu T-Mobile nochmal. Reden wir nochmal schnell über diesen August 2006. Da hat sich anscheinend was verändert, dann müsste es doch eigentlich auch so sein. Ich denke mal, dass ja auch anderswo im Freistaat die Sendemasten die Technik verändert haben. Da müsste es da ja auch zu Klagen gekommen sein. Also genau so ist es. Wir tauschen momentan in ganz Bayern die Systeme aus. Das sind in Bayern eine Größenordnung von ungefähr 4.000 Basisstationen, die komplett getauscht werden. Die Gründe habe ich ja vorher schon ausgeführt, wieso wir das tun. Und die Klagen, die wir von Oberammergau haben in der Sache, haben wir von anderen Orten definitiv so nicht. Also anscheinend gibt es ja auch noch ein paar Menschen aus anderen Orten, die ähnliche Probleme haben. Dazu kommen wir gleich. Ja. Aber Sie wollten, glaube ich, noch was sagen. Ja, ich hab ein paar Dinge aufgeschnappt von vorher. Da wurde auch gesagt, wir hätten die Anlage jetzt erneut verändert. Ich will das nur an der Stelle auch mal klar machen, das ist nicht der Fall. Die Anlage arbeitet ganz normal nach dem GSM-Standard mit genau denselben Parametern wie zuvor auch. Ich würde auch ganz gerne der Frau Gerstenschläger noch mal die Gelegenheit geben, kurz etwas zu dem Mobilfunkforschungsprogramm zu sagen, weil ja da gesagt wurde, die Industrie würde alles kaufen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Wir haben genau aus diesem Grund verlassen wir uns auf die Experten, zum Beispiel der WHO, um eben genau unabhängige Leute zu haben und nicht selber zu forschen. Ich nehme die Dame nachher schon dran, lassen Sie das mich entscheiden, wann sie dran ist. Nehmen wir erstmal den Herrn da vorne, bitte. Grüß Gott, mein Name ist Hans Schütz, ich komme aus Peiting, also nicht aus Oberammergau, bin Sprecher einer regionalen Bürgerinitiative und Mitglied einer bundesweiten Vernetzung. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wir haben diese Probleme, die heute geschildert werden, Land auf, Land ab mit der heutigen Mobilfunktechnik, sei es die alte GSM-Technik, sei es UMTS, aber auch oder eine auch Veränderung im August letzten Jahres. Mit entsprechenden Veränderungen, zum Beispiel auch in meinem Heimatort Peiting. Das heißt, nur in Oberammergau hat die Zeitung eher darüber geschrieben, oder was war da? Es ist wohl so, dass wir es überall feststellen, bloß es wird nicht immer in den Medien so diskutiert. Da sage ich heute gleich mal Dankeschön, dass Sie es machen. Aber ich hätte was ganz Wichtiges zu sagen.
Zunächst einmal muss man dem Bürgermeister bestätigen, es ist eben nicht dieses Oberammergauer Problem. Und jetzt zur Wissenschaft, die ja angesprochen worden ist. Wir haben hinreichend seriöse wissenschaftliche Studien, die belegen, dass es mit all diesen Mobilfunktechniken, die heute verwendet werden, zu biologischen Effekten bei Mensch, Pflanze und Tier kommt. Das ist mal ganz wichtig. Problem ist, glaube ich, nur, Problem wird natürlich sein, Sie haben auf der anderen Seite auch genug, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Studien, die genau das Gegenteil sagen. Das heißt also, da steht dann mehr oder weniger Aussage gegen Aussage. Wenn wir diese Studien genau anschauen, dann stellen wir fest, dass in der Regel die Entwarnungsstudien immer von der entsprechenden Industrielobby bezahlt werden. Das kann man belegen. Naja, gut. Und das kann ich natürlich jetzt an dieser Stelle nicht nachprüfen. Könnte man natürlich genau im Umkehrschluss sagen, auch hier ist dann unter Umständen was finanziert worden. Wissen also, Sie, okay, was man nicht finden will, das findet man auch nicht. Aber das Entscheidende ist das, was ich noch sagen wollte, dass sich leider die Politik aus der Bildung verabschiedet hat. Sie überlässt auch die Forschung an unseren Universitäten mehr und mehr dieser Industrielobby und dann entstehen eben diese Studien und ich finde es ein Skandal und das muss man ja deutlich sagen, auch an die Adresse des Herrn Bernhard. Die Politiker sollten endlich aufhören, sich an dieser Industrielobby zu orientieren und an diesen Studien, sondern bei den unabhängigen Fachleuten sich erkundigen und endlich etwas tun für die Menschen, die auch heute hier im Saal sind, nicht immer nur besorgt tun und dann zum Alltag übergehen, sondern etwas tun, damit das Grundrecht in Artikel 2 unserer Verfassung endlich zur Geltung kommt, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Einigen wir uns darauf. Also, Herr Bernhard, ich möchte jetzt keinem Wissenschaftler unterstellen, dass er gekaufte Analysen und gekaufte Untersuchungen verfasst. Was wir gehört haben, heißt ja eigentlich, die Politik sollte genauer hinschauen, wer dann unter Umständen die relevanten Untersuchungen auch macht. Schaut die Politik richtig hin? Also guckt ihr genau, wer ist der Wissenschaftler, ist der unabhängig, wer macht das für uns? Also da wird natürlich genau hingeschaut. Das ist so, da können Sie sich auch drauf verlassen. Und nehmen Sie doch das einmal ernst. Glauben Sie, dass wir hergehen und Studien in Auftrag geben, um irgendein bestimmtes Ergebnis zu erlangen? Und das tun wir ganz sicher nicht, sondern wir haben hier auch eine weltweite Wissenschaftsstruktur. Es geht ja nicht um eine einzelne Studie. Und diese Studien alle miteinander, und ich habe ja vorher gesagt, es läuft ein großes Programm des Bundes, die haben alle bisher das gleiche Ergebnis ergeben. In dem Moment, wo wissenschaftlich seriös nachgewiesen würde, dass es einen solchen gesundheitlichen Zusammenhang gibt, da würde die Politik natürlich und sofort reagieren. Das ist doch selbstverständlich. Nächste Frage, nächste Anmerkung da hinten. Ja, mein Name ist Peters, ich bin Sprecher der Bürgerinitiative in Schäftan. Und wir haben bei uns genau die gleichen Symptome festzustellen, die hier alle genannt wurden. Ich habe aber zwei grundsätzliche Fragen mal. Einmal an den Herrn Jodl. Erklären Sie mir mal, warum Sie diese Aufrüstung in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht haben, ohne unter Zugrundelegung des Mobilfunkpakt 2 vorher zu informieren. Zweite Frage. Die zweite Frage ist an das Ministerium. Wie ist es zu erklären, dass das Mobilfunkforschungsprogramm läuft, noch nicht abgeschlossen ist und trotzdem diese Dinge, die Weiterentwicklung vorangetrieben und eingeführt werden? Okay, also lassen wir erstmal, meine Damen und Herren, T-Mobile antworten. War diese Weiterentwicklung des Sendestandards eine Nacht- und Nebelaktion? Nein, war sie definitiv nicht. Wir haben uns zu dem Mobilfunkpakt verpflichtet, der uns normalerweise dazu jetzt verpflichtet, alle neuen Standorte, die wir bauen, mit den Kommunen abzustimmen. Nichtsdestotrotz haben wir den Tausch unserer Systemtechnik allen Gemeinden, die betroffen sind, im Vorfeld angezeigt. Das haben wir auch für Oberammergau gemacht. Hätte die Gemeinde auch Nein sagen können? Die Gemeinde hätte dazu in dem Fall jetzt nicht Nein sagen können, weil es ein reiner Tausch eines bestehenden Systems ist. Das ist ungefähr so, Sie haben einen alten Computer und der ist 10 Jahre alt und Sie sagen, jetzt kaufe ich mir einen neuen. Dann machen Sie zunächst nichts. Aber ich denke, es ist ein Gebot der Fairness, die Kommunen zu informieren und deswegen haben wir es getan und wir werden dieses auch künftig tun, weil wir eben genau diesen Dialog mit den Kommunen auch suchen und wollen. Eine Nachfrage noch von mir, jetzt auch mal für alle und für uns alle, die unter Umständen betroffen sind. Die Technik geht weiter, das heißt, der nächste Standard kommt dann in 4, 5 Jahren und dann wird unter Umständen wieder umgerüstet.
Also wir haben nur ein bestehendes System, im Prinzip den Computer, der diese Antennen steuert, gegen einen neuen ausgetauscht. Gut, aber ein neues Betriebssystem kommt alle 4 Jahre. Wir haben keinen neuen Standard gebaut. Und das ist natürlich richtig, dass diese Systeme weiterentwickelt werden und dass das auch in Zukunft dazu führen kann, dass wir wieder etwas tauschen werden. Vielen Dank. Bitte schön. Ich hätte gerne ein bisschen Stellung genommen dazu. Ich bin der Bürgermeister von Ettal. Ich kann also bezüglich der Aufrüstung was sagen, und zwar mit der Information. Das ist also nicht so, dass das generell so war, dass die Gemeinden informiert waren oder gefragt wurden, sondern das war erst auf Initiative des Bayerischen Gemeindetages, also der Zusammenschluss der Bürgermeister, dass die Staatsregierung gesagt hat, Moment einmal, die müssen fragen, wo sie hinwollen. Und das läuft jetzt so ab, dass gefragt wird, und wenn wir einen Standort festlegen, dann ist der Standort nichts. Und wir können das ja gar nicht beweisen, ob der Standort gut ist oder nicht gut ist. Das heißt, Sie würden sich eine Maßnahme wünschen für sich als Gemeindeoberer, dass ich einen Standort vorschlagen kann, den müssen die dann nehmen. Also ja, ich kann und vor allem Unterstützung vom Staat, der wo sagt, jawohl, wir prüfen das, ob das auch stimmt, was die Unternehmen sagen. Herr Bernhard, müssen wir da einfach die Bauordnung ändern, dass wirklich die Hoheit für diese Masten bei der Gemeinde liegt? Die Gemeinde hat ja in der Regel keine Baugenehmigungszuständigkeit. Die Veränderung des Baurechts bringt nichts, und zwar deshalb, weil in dem jetzigen Verfahren, Sie haben das ja erwähnt, Mobilfunkpakt, glaube ich, ist ein wichtiger Fortschritt gewesen, dass wir gesagt haben, die Gemeinden müssen informiert werden, die Gemeinden können Alternativvorschläge vorlegen, und die Betreiber haben sich verpflichtet, wenn das im Netz möglich ist und jetzt nicht völlig unwirtschaftlich ist, dann machen sie das in der Regel auch. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz nochmal, ich möchte nochmal zu T-Mobile zurückkommen, vielleicht nochmal ein Mikrofon für die Kollegen. Wenn jetzt eine Gemeinde zu Ihnen kommt und sagt zum Beispiel, bring den Mast raus aus der Innenstadt, sondern einfach 5 Kilometer weiter, bringt das was? Ist das auch in Ihrem Interesse? Sie wollen ja klar als Dienstleister Ihr Produkt auch weiterhin an den Mann, an die Frau bringen? Also grundsätzlich möchte ich mal sagen, wir haben hier viel über Emissionsminimierung diskutiert. Die beste Emissionsminimierung erreichen Sie dann, wenn die Sendeanlagen nahe bei denen sind, die telefonieren. Das heißt, die müssen im Grunde genommen ist es am besten, die Sender sind im Ort. Das ist für die Mobilfunkversorgung am besten, aber das ist auch für die Emissionen am besten. Das ist das, was wir grundsätzlich anstreben. Deshalb einen Standort aus dem Ort raus zu verlegen, wäre sicher nicht sinnvoll. Wenn wir neue Standorte bauen, dann geht es definitiv darum, dass wir möglichst einen Konsens mit den Gemeinden und den Kommunen haben. Und deswegen versuchen wir intensiv in die Diskussion zu gehen und das auch abzustimmen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Standortwahl, was sagen Sie? Ist es möglich, den guten Empfang auch zu gewährleisten, wenn der Standort zum Beispiel 2 Kilometer nach der Ortsgrenze ist? Ich möchte mich jetzt nicht auf die 2 Kilometer festlegen, aber man kann natürlich etwas tun in der Standortwahl. Man könnte die Antenne beispielsweise höher setzen, um den Nahbereich weniger auszuleuchten, weniger stark auszuleuchten. Man kann eine ganze Menge tun mit der Standortwahl, das ist sicher. Gut, herzlichen Dank. Da hinten noch, bitteschön. Mein Name ist Scheiner, ich bin Umweltmediziner. Und man muss ganz klar sagen, dass es heute eine Fülle von wissenschaftlichen Beweisen gibt, von biologischen Effekten und Gesundheitsstörungen weit unter den Grenzwerten. Also es ist unerträglich, wenn ich höre hier im Saal, dass die Grenzwerte sicher sind. Da sind Hunderte von wissenschaftlichen, universitären Arbeiten, die das Gegenteil beweisen. Aber ich dachte, die Grenzwerte... Nein, lassen Sie mir nur eine Nachfrage. Ich dachte, die Grenzwerte kommen auch über die Weltgesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation und die ICNIRP, die mit ihr zusammen ist, sind in dieser Richtung, ich stehe dazu vor jedem Gericht, nicht seriös, sondern sie hintergehen die Öffentlichkeit, indem sie eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten unterschlagen. Gut, lassen wir so stehen, meine Damen und Herren. Angeblich sind die Standards der Weltgesundheitsorganisation auch falsch. Bitte sehr, die Dame noch ganz kurz. Ja. Ich möchte da anschließen, wo Herr Dr. Scheiner aufgehört hat, nämlich mit den Grenzwerten. Wie sind die zustande gekommen? Man möge es kaum glauben, ein privater Verein in München namens ICNIRP hat eine Gelpuppe, eine Plastikpuppe mit Gel gefüllt und dann 6 Minuten Handy-Exposition und danach hat sich dann das Gel etwas erwärmt. Und Sie sagen, da kann man dann kein richtiges Ergebnis erwarten. Das war der thermische Effekt, aber der biologische Effekt auf Mensch
Wald und Tier ist überhaupt nicht berücksichtigt worden. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Ich muss Sie hier leider abwürgen, weil wir nämlich, meine Damen und Herren, mittlerweile schon am Ende angelangt sind. Also, eine interessante Diskussion, viele Anregungen, viel Stoff zum Nachdenken. Wir haben sicher die Lösung heute nicht gefunden, aber es gibt sicher bestimmt noch Gelegenheit dazu, weiter zu diskutieren. Das war Bürgerforum Live. Herzlichen Dank, Oberammergau. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Weiter geht es mit dem Rundschau-Magazin hier im Bayerischen Fernsehen mit Anuschka Horn. Danke, bis zum nächsten Mal. Bürgersendung immer am Mittwoch, Viertel nach 8 hier im Bayerischen Fernsehen.